Hallo zur nächsten Folge von Let's Play What Remains of Edith Finch. Wir haben in der letzten Folge die beiden Geschichten der sehr jung gestorbenen Kinder miterlebt und werden jetzt mal in dieser Folge nachschauen, was uns als nächstes erwischt, wer als nächstes sterben muss. Dafür klettern wir mal. My mom moved up to the loft after her brothers died. Hier hoch. At the time, it was as far away as she could get. Ich habe ja so ein bisschen die Sorge, dass Edith, mit der wir hier spielen, auch sterben wird. Allein der Spieltitel What Remains of Edith Finch, also was bleibt von Edith Finch, wird uns da nicht so positiv stimmen. Hier haben wir die Bibel liegen, sehr gläubig, wieder ein Familienfoto. Also hier erwarten uns, so wie es ausschaut, mindestens wieder 2 Geschichten. Obwohl. Schauen wir einfach mal in die Bibel. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Okay, hier war keine Geschichte. Hier wohl auch nicht. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. War in Kalkutta. Hier, topmoderner Rechner, mit sowas spiele ich auch. Deswegen auch die geile Soundqualität hier in den ersten 7 Folgen. Ich hoffe, dass das jetzt besser ist. Ja, gehen wir mal hier auf die Dachterrasse. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Ja, auch wieder die Missing-Plakate. Sieht alles sehr sicher aus. Würde ich auch rumlaufen, wenn ich schwanger bin. Runter geht's nicht, also. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Da. I'm sure Edie was happy to have her back. Mal einige Namen. And to see kids in the house again. Ja, die Kräuter hier sind schon länger kaputt. The house had to get a little bigger, Ja, but das Haus Edie scheint was immer used to gewachsen that. zu sein. Gehen wir mal hier rein. And for a while, things were good. Hier ist eine Art Almost normal. Schule zu Hause. Hier kann man ein bisschen das kleine Einmaleins lernen und wichtige Fähigkeiten für die Schule objektiv analysieren, nie das Lernen aufhören und so weiter. Fact of Fiction. Our Family History. Okay, hier ging es auch um die Familiengeschichte. Sogar ein Beamer. Kurzdistanzbeamer, so wie es ausschaut. But it didn't last. Scientific method. The beginning of the end was Milton's 10th birthday.
when Edie gave him a castle. Jetzt sind wir in dem Turm, den wir auch schon ganz am Anfang gesehen haben. Wirklich sehr, sehr hoch hier. Milton. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Okay, direkt kommen wir hier nicht rein. Müssen wir wieder durch ein Fenster einsteigen. Diesen Turm. Echt ein schönes Zimmer, ne? Und die Paintings hier, also die Bilder, die Kunst. Auch sehr schön, dieses Schiff. Ist ja faszinierend. Ein Schiff mit 2 Luftballons dran. Okay, jetzt kann man hier mit Flaschenzug einen Raum. Milton, der kleine Prinz. Hier haben wir... Ist das unser Haus? Ich denke. Fast ja. Der gute Milton. Ohne Jahreszahl. Also ohne Sterbedatum. Schauen wir einfach mal. Milton Finch in The Magic Paintbrush. War wohl ein kleiner Künstler hier mit dem Daumenkino. Wow. Richtig schön gemacht. Wie lange so ein Daumenkino wohl zu zeichnen ist, ist heftig. Und da hört es auf. Okay, also hier ganz ohne. Oh, ja, Milton verschwand einfach, deswegen wahrscheinlich auch kein Sterbedatum drin. Kann also sein, dass er noch lebt, aber ja, man weiß es nicht. Aber jetzt auch schon mal wieder runter. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Versiegelte die Türen. Das ist hier sehr, sehr oft passiert, wie mir scheint. Mit so Baukleber, Bauschaum, wie auch immer. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Ja, wo müssen wir jetzt lang? Weiter hoch scheint es... Ernsthaft? Achso, Mist. Weiter hoch scheint es nicht zu gehen. Oh. Dann geht's weiter, Treppe hoch. Mom definitely blamed Edie, but I think Lewis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job. Ein Job in der Dosenfabrik, das klingt ja auch sehr spannend. So, hier ist die magische Treppe ins Nichts. Cool. Erinnert mich so ein bisschen an die Simpsons. Dann nehmen wir wohl gleich das nächste Fenster. Lewis's room smelled very, very familiar. Ja, was der wohl so in seiner Freizeit gemacht hat. Hier Wasserpfeife bzw. Shisha. Mary Day legalize. Ja, in Teilen der USA ist es ja so halb legal. Wow, geil.
So eine Mischung aus einem Sega und, naja, NES, wobei, der Controller ist für NES schon zu modern. Welcher Konsole kommt denn das am nächsten? Memory Card, der PlayStation 1. So ein bisschen PlayStation 1 angelegt, richtig. High School Diploma. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. Ständig, ja. He died a Familiendrama, lot. würde ich sagen. Am Fernseher. Es ist erstaunlich, wie überhastet das alles aussah. Ist das ein Fernseher? Ja, mit Kerzen drauf. Gar nicht mal so ungefährlich. Naja, schauen wir weiter. Louis Finch. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Geht. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to wander. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. Okay. And Muss jemand toads. beides steuern? Hier eine Fische. Ja. Was das? Das ist ja äußerst interessant. And things that have not names. Sehr, sehr. He knew it was all in his head. But he did it very seriously. I had hoped he'd find himself. Es ist echt ganz schön umständlich, hier beides zu spielen. But he found something more. I worried about him then. Das ist eine echte Herausforderung. Daydreaming at the cannery. Gerade nicht so ganz. Ach so. I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Naja, Methodical, Fokus würde ich das jetzt nicht tireless, focused, nennen. Also ich bin gerade hier. Richtig like a whole angestrengt. new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. Uiui. He told me he'd made a new Sweet. friend.
on the edge of a city he named Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination, so he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. Level 2. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Und wir steuern das Schiff. He'd conquer a city, then immediately push on. New Louisville. Steuert sich auch ziemlich schwammig, das Schiff. St. Louis, ja. St. Louis. He started drifting away from our reality. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Hui, dann geht die los. Das ist ein physisches Problem, würde ich sagen. In Lewisburg, he heard rumors of a Klar, handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her silberhafte passt noch besser zu sehen. silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Also so langsam sehen wir gar nichts mehr. He knew the world was all in his imagination. Okay, es geht nicht schneller. But he was so proud of having created it. In his own eyes,
He'd become something greater than a king. Vielleicht. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Da steuern wir wahrscheinlich los in der Factory, schätze ich. He began to forget the world we know. Das Fabrik. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Sieht ja auch sehr beschissen aus, oder kann man nur Zustände kriegen. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Alle gesichtslos. Ein bisschen beängstigend, würde ich sagen. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Beratende weiße Nutzlers. Ich glaube, es wird zu einem schrecklichen Unfall mit Betrieb kommen. His queen waited, holding his crown. So mobbelig, die Queen. There was only one thing left to do. Bend down his head. Ah, nee. Ich glaube, der Kopf wird rollen. Oh, shit. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Louis Finch hat wohl in seiner eigenen Welt gelebt und ja, wie ich es geahnt habe, eines dieser Messer hat sein Leben beendet. Und ein weiterer Toter bei den Finches mit dem Fakt, dass der Bruder von Edith, ja, gestorben ist. Oh, eine Gaming-Tastatur. Möchte ich diese Folge auch beenden. Ich würde sagen, morgen geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.